Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, ich habe mir mal wieder ein neues Format überlegt. Und zwar möchte ich euch einmal im Monat meine Top 5 Parfums vorstellen, für die ich eben in diesem Monat am meisten Komplimente bekommen habe, Schrägstrich am meisten darauf angesprochen wurde. Und ja, ich werde das jeweilige Parfum nicht ausführlich vorstellen, denn ich quatsche sowieso mal viel zu viel und es würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Für das ein oder andere Parfum gibt es auch schon ein ausführliches Review, das verlinke ich euch dann. Und für die Parfums, ja, die dann quasi neu sind, die stelle ich euch dann künftig auch nochmal wesentlich ausführlicher vor. So, dann starten wir mit dem ersten Kandidaten und zwar ist das Ambre Cielo der Marke La Orchestre, eine ganz tolle Marke, ganz tolle Parfums, da komme ich wie gesagt auch künftig nochmal näher drauf zu sprechen. Für jedes der Parfums gibt es ein Musikstück, finde ich toll. Ja, kenne ich so nicht, ganz besonders und ja, Ambre Cielo ist ein ganz, ganz wundervolles Parfum. Wie riecht es? Am Anfang haben wir eine wirklich spritzige, zitrische Kopfnote. Diese Zitrik bleibt tatsächlich auch immer vorhanden, also schwingt immer auch im Drydown eine gewisse Zitrik mit, obwohl es ganz klar ein süßliches, gourmandiges Parfum ist. Hier sind die Main Player Tonka, Myrrhe und Vanille. Dementsprechend riecht es ganz toll, verführerisch. Ja, wie gesagt, ich wurde häufig auf dieses Parfum angesprochen. Es kommt super, super gut an. Komischerweise wird dieses Parfum von ja, meinem Gegenüber von der Umwelt in Anführungsstrichen als frisches Parfum wahrgenommen. Wundert mich. Klar, wir haben hier halt diese frische Kopfnote und eine leichte Zitrik schwingt eben mit. Aber ich wurde tatsächlich quasi immer darauf angesprochen, dass ich ja ganz toll und vor allem frisch rieche. Hat mich gewundert, weil es ganz klar eben so ein süßliches, gourmandiges Parfum ist mit so einer leichten Zitrik, aber es kommt eben wohl anscheinend in der Umwelt als ja frisches Parfum an. Ja, crazy, aber so ist es. Haltbarkeit sehr gut, 9 bis 10 Stunden. Ausführliches Review folgt. So, der nächste Kandidat, ganz, ganz tolles Parfum, einer meiner ja, Favorites überhaupt, Bergamasque der Marke Orto Parisi. Wie riecht es? Es ist eine Moschusbombe, muss man so sagen. Aber für mich nicht so ein Oldschool-Moschus, so ein altbacken-Moschus, sondern recht modern umgesetzt. Und das Ganze hat auch ja, immer eine Zitrik, eine frische, orange Grapefruit schwingt die ganze Zeit mit. Also eben eine Kombo aus Moschus plus Zitrik. Kommt unfassbar gut an. Ich liebe dieses Parfum und es hat auch eine richtig, richtig gute Haltbarkeit und Sillage. Also 14 Stunden plus, ohne Probleme kommt ihr durch den Tag, durch die Nacht und eine sehr starke Sillage und sehr außergewöhnlich, finde ich richtig, richtig toll. So, das nächste Parfum, ein mittlerweile Klassiker, ich habe es auch schon mal ausführlich reviewed, ich blende euch das Video gerne ein. Aventus Cologne, ja, man muss es so sagen, es kommt sehr, sehr gut an. Creed, typische Qualität, muss man sagen. Leichte Aventus-Vibes. Hier wird aber mehr mit der Mandarine gearbeitet. Und Aventus Cologne ist auch frischer und holziger. Dadurch auch ein bisschen maskuliner als das normale, in Anführungsstrichen, Aventus. Ja, und es kommt wirklich, wirklich gut an. Also eines der Parfums, für die ich am meisten Komplimente bekommen habe und vor allem so in den letzten 4 bis 5 Wochen. So, Haltbarkeit übrigens so bei 8 bis 9 Stunden. Hat zwar keine so starke Sillage, aber hält wirklich gut. So, das nächste Parfum, Spirito Fiorentino von Tiziana Terenzi. Ja, schaut euch diesen Flakon an. Wie auch bei Rosso Pompeii, generell bei dieser Linie mal diese ganz tollen, außergewöhnlichen Flakons. Wie riecht Spirito Fiorentino? Man kann es abkürzen wie Baccarat Rouge in maskulin, männlich. Ja, es hat so einen Zuckerwatten-Vibe, also süßlich ganz klar, so wie man es auch vom Baccarat Rouge kennt. Hier haben wir aber halt noch eine ja, gewisse Würze dazu und eine schöne Ledernote, die das Parfum sehr maskulin machen. Es kommt immer wirklich sehr, sehr gut an.
Ja, ich finde es auch toller, besser als Baccarat Rouge 540, auch wenn man hier ganz klar sagen muss, dass eben Baccarat Rouge hier als Vorlage gedient hat und es natürlich irgendwo in Anführungsstrichen abgekupfert wurde, oder zumindest eben als Vorlage diente. Aber durch diese Würzigkeit, durch diese Ledernote ist es wirklich nochmal für mich interessanter, maskuliner. Haltbarkeit auch Bombe, locker 12 bis 14 Stunden. Die Sillage nehme ich persönlich für gar nicht so intensiv wahr, wie es einige beschreiben, aber man riecht es die ganze Zeit. Es strahlt an mir jetzt nicht unfassbar doll und intensiv ab, aber man riecht es die ganze Zeit. Also wirklich über den ganzen Duftverlauf nimmt man dieses Parfum wahr. Ganz, ganz toll, klare Empfehlung. So, jetzt kommt auch wieder eines generell meiner Lieblingsparfums, für die ich immer Komplimente bekommen habe oder eben viele Komplimente bekommen habe. L'Humaniste der Marke Frappant. Ja, auch ein ganz toller Flakon. Schaut euch das mal an. Hier dieses Muster hinten drauf. Tolle Glasqualität, schöner Holzdeckel. Also ganz tolles Design, spricht mich persönlich an. Ja, ein ganz tolles Parfum, auch einer meiner Lieblingsparfums überhaupt. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis übrigens, schaut mal ins Internet, man kriegt das Parfum teilweise schon so für 120, 130 Euro für die 100 ml. Ja, wie riecht es? Ganz klar ein Parfum, was frisch und zitrisch ist. Ihr bekommt hier Gin Tonic Vibes. Das Ganze ist so mit einer gewissen, Würze unterlegt, Muskat riecht man heraus und im Dry Down gesellt sich zu dieser Frische, zu dieser Zitrik, zu diesen Gin Tonic Vibes noch Tonka und Eichenmoos, rundet das Parfum ganz wundervoll ab. Ja, wie gesagt, ganz, ganz toll. Für mich einer der Parfums, was zwar hohe Bewertung hat, aber so ein bisschen unter dem Radar ist. Wirklich eine klare Empfehlung. Man wird richtig häufig oft auf dieses Parfum angesprochen, also wirklich ganz, ganz toll. Haltbarkeit an mir besser als an anderen. Ich komme hier tatsächlich auf 8 bis 9 Stunden. Auf Klamotten hält sich das gefühlt ewig. Ja, ich weiß, einige haben da irgendwie Probleme so ein bisschen mit der Haltbarkeit. Ich habe das Glück, dass es an mir gut hält. So, der nächste Kandidat, ich hatte es schon mal vorgestellt, deswegen ist es so ein bisschen 5+1. Das ist nämlich ein Review, was ich vor kurzem eben veröffentlicht hatte. Ich blende euch das auch mal ein. Von Van Cleef & Arpels Orchid Vanille. Schönes Vanilleparfum, nie zu süß, dabei noch schön orangig. Wie gesagt, ist ja eben quasi jetzt das 6. Parfum, deswegen gehe ich da gar nicht näher drauf ein. Dafür gab es aber auch viele Komplimente und ja, wie gesagt, das Review blende ich euch ein. So, das soll es also gewesen sein. Hier fügen wir dann alle nochmal zusammen, dass ihr das nochmal auf einen Blick habt. Ja, ich denke, man erkennt es. Zur linken Bergamox, dann L'Humaniste, Spirito Fiorentino, da hinten haben wir Aventus als Cologne, das tolle Ambricello und eben Orchid Vanille von Van Cleef & Arpels. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich dann auch schon auf den nächsten Monat. Dann gibt es eben die nächsten Top 5. Kann natürlich sein, dass sich dann Parfums eben doppeln. Aber ich versuche das eben auch da mal so einen frischen Wind reinzubringen. Und ich trage ja sowieso in der Regel jeden Tag ein anderes Parfum. Dementsprechend wird es wahrscheinlich eben demnächst eine andere Top 5. Danke, dass du hier warst. Kommentiert gerne, liket gerne, falls du meinen Kanal auch noch nicht abonniert hast. Dann tue das gerne, du unterstützt mich damit. Und schau auch gerne mal bei Insta vorbei und schreib mir dort eine Nachricht. Ich mag es wirklich mit euch dazu interagieren, mich mit euch auszutauschen. Bringt mir wirklich Spaß, ich habe Freude daran. Und also, das soll es gewesen sein. Viel zu viel gequatscht. Bis demnächst. Bleibt gesund.